Hallo ihr Tagträumer, Trübträumer und Klarträumer da draußen. Hier ist wieder der Marco. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte mich mal bei euch bedanken für die steigenden Abos und auch Klicks, die ich auf meinem Kanal sehe. Habe mir jetzt mal so die Analytics angeschaut und festgestellt, dass nur 25% Abonnenten sind. Das meiste sind wirklich Leute ohne Abo. Ich würde mich echt freuen, wenn der eine oder andere von euch ein Abo dalässt, wenn euch die Videos vom Inhalt her gefallen sollten. Ja klar, ist natürlich nicht toll bearbeitet, ist einfach nur eine Handyaufnahme, liegt einfach daran, dass ich total PC-blöd bin. So viel dazu. Heute möchte ich ganz gerne mit euch nochmal die Wichtigkeit des Traumtagebuchs besprechen. Liebe Leute, ich lese und höre das immer wieder in den ganzen Chatgruppen, Communities, Discord und so, dass viele Leute überhaupt kein Traumtagebuch führen und sagen immer, Reality-Checks funktionieren nicht und sie haben keine Traumerinnerungen und sie träumen einfach nicht. Genau aus dem Grund führt man ja ein Traumtagebuch, um das zu verbessern. Das ist einfach absolute Basic. Ist so eigentlich dasselbe, als wenn ihr euch vorstellt, ihr wollt jetzt einen 10 Kilometer Marathon laufen, habt aber keinerlei Kondition bisher, dann lohnt es sich ja eigentlich auch nicht, sich für einen 10 Kilometer Marathon anzumelden, oder? Also überlegt einfach mal, ob ihr nicht in Zukunft vielleicht doch via Voice Recorder oder handschriftlich eure Träume aufzeichnen möchtet. Ich habe jetzt hier für euch ein kleines Beispiel mir ausgedacht und ich möchte euch bitten, doch jetzt mal euch ganz genau diese Umgebung, die ich euch jetzt zeige, anzuschauen. Hier sind zwei Traumzeichen versteckt. Der eine oder andere, der meinen Kanal aufmerksam verfolgt, wird sicherlich darauf kommen und es auch entdecken. Ich möchte euch jetzt bitten, versetzt euch in meine Position und stellt euch einfach vor, ihr seid es jetzt, die gerade hier in diesem Park sind. Und schaut euch die Umgebung einfach mal an. Okay, wunderschön, oder? Und wer von euch entdeckt jetzt die Traumzeichen? Am Ende des Videos werde ich auflösen, welche Traumzeichen ich genau gemeint habe. Dann habe ich euch noch ein kleines Beispiel mitgebracht, wie man mit dem Traumtagebuch arbeiten kann. Ich nehme hierfür einen Traum, den ich heute in meinem Mittagssnipping gehabt habe. Eigentlich sind Träume ja was sehr Persönliches, aber dieser ist eigentlich eher langweilig. Trotzdem sind dort eindeutige Traumindikatoren drin. Häufig habe ich jetzt gehört, viele Leute, die angefangen haben, ihre Träume aufzuschreiben, die dann sagten, meine Träume sind absolut langweilig und ich habe keine Traumzeichen. Das bezweifle ich. Also ich denke, wenn man weiß, wonach man suchen muss, hat man eigentlich in jedem Traum, den man hat, Traumzeichen. Ich bin hier gerade an einem meiner Lieblingsplätze bei uns am Hundepark, wollte eigentlich ein Video am Ententeich aufnehmen, aber da war deutlich zu viel Action heute. Ja, also probieren wir das jetzt einfach mal hier. Ja, das liebe Hin- und Herblättern. Das liebe Hin- und Herblättern. Geht gleich los, Leute. Habt ein bisschen Geduld. Also wie gesagt, ich hatte mich zu einem Mittagssnap hingelegt und hatte letzte Nacht gar keine Traumerinnerung.
Und das wurmt mich dann immer schon ein bisschen. Darum habe ich mir gedacht, nehmen wir das hier mal als Beispiel. Ich hoffe, ihr könnt das so sehen. Also starten wir mal. Mein Traum. Wieder einmal in einer Kaserne bei der Armee. Ich trage eine Flecktarn-Felduniform der Bundeswehr. Um mich herum herrscht reges Treiben. Soldaten und Soldatinnen, alle scheinbar sehr jung, laufen umher und beladen LKWs. Eine recht kleine Dunkelhaarige fällt mir direkt auf. Sie flirtet mit zwei der Soldaten. Ihre Augen sind stark dunkel untermalt und sie ist echt süß mit den schwarzen Haaren. Ich bekomme ein Gespräch mit, dass einer der Soldaten versetzt werden will zum Nachrichtendienst. Ein Offizier sagt plötzlich laut, dass es heute noch losgeht. Ich werde kritisch, frage mich, wo ich hier bin. Werde durch heimkommendes Kind geweckt und erwache. So, absolut unspektakulär, eigentlich keinerlei wirkliche Action. Und trotzdem wurde ich kritisch durch mein Klartraumtraining. Wer sich es jetzt mal genau auf der Zunge zergehen lässt und wie gesagt meine Videos kennt, weiß, dass wir ja häufig mit den Fragen, wo bin ich hier und wie bin ich hierher gekommen, arbeiten. Das ist übrigens auch die Lösung von der Frage, die ich euch am Anfang gestellt habe, als ihr euch in meine Person versetzen solltet und die Umgebung betrachtet. Ein absolut langweiliger Park, aber wenn ihr euch jetzt in meine Situation versetzt, hättet ihr keine Ahnung gehabt, wo ihr hier gerade seid und wie ihr hierher gekommen seid. Die zwei wichtigsten Klartraumfragen, die häufig unterschätzt werden. Häufig wird dann bei einem Reality-Check die kritische Frage völlig vernachlässigt. Man hält sich dann einfach nur die Nase zu, zählt die Finger oder probiert in die Luft zu springen. Ja, einer der häufigsten Fehler wirklich, die kritischen Fragen nicht anzuwenden, regelmäßig anzuwenden. Ein Reality-Check beginnt immer mit kritischen Fragen. Wache ich oder träume ich? Oder könnte das hier gerade ein Traum sein? Dann, wo bin ich hier? Wie bin ich hierher gekommen? Und zwar nicht einfach nur runterrattern, sondern zwischendurch wirklich die aktuelle Situation analysieren, hinterfragen. Ganz, ganz wichtig. Und dann Finger zählen, Nase zuhalten bzw. etwas lesen oder andere visuelle Checks sind immer mit der Abschluss eines Checks. Immer erst visuell checken, nachdem ihr die kritischen Fragen durch habt. Wenn ihr das verinnerlicht, wird es euch unheimlich viele Klarträume bescheren. Im Moment werden es dann am Anfang wohl eher kurze sein, aber ist ja egal. Man muss die Muskeln im Hirn erst aufbauen. Das ist so, als wenn ihr ins Fitnessstudio geht. Wenn ihr Anfänger seid und fangt an da zu pumpen, dann habt ihr zwar für eine halbe, dreiviertel Stunde dicke Arme hinterher, aber am nächsten Tag ist davon erstmal nicht mehr viel zu sehen. Erst über den Zeitraum bilden sich wirklich Muskeln. Mit unserem Hirn verhält sich das ganz genauso. Das muss alles erst erarbeitet und aufgebaut werden. Wie arbeite ich denn jetzt mit meinem Traumtagebuch am besten? Nun, da kann man sehr schöne Dailies mitmachen, tägliche Übungen. Und zwar für mich wäre das jetzt der letzte Traum, den ich euch eben vorgelesen habe, dass ich mich hinsetze, diesen hinter den geschlossenen Augen visualisiere und mir intensiv Gedanken darüber mache, was hätte mich denn erkennen lassen können, dass ich da gerade träume. Ganz klar, der Traum war unlogisch, weil ich viel zu alt bin für die Bundeswehr. Der Ort, ich kenne ihn nicht. Es ist eine Kaserne vermutlich gewesen und wie ich dorthin gekommen bin. Ich hatte keinerlei Erinnerung daran. Das sind so die 3 Indikatoren, die ich mir dann auch in meinen Dailies immer wieder vornehme. Und das kann man anwenden auf jeden weiteren Traum. Sobald ihr wieder einen lebhaften, gut in Erinnerung gebliebenen anderen Traum habt, könnt ihr das mit diesen Träumen jeden Tag machen. Und das ist auch wichtig, denn nach und nach wird so immer mehr ein kritisches Bewusstsein für Traumzeichen aufgebaut. Es gibt ein Video auf einem englischen Kanal, Lucid Dream Portal heißt der.
Und der wird von Daniel Love geführt und der hat diese Klartraumtechnik, die Traumtagebuch-Reflexionstechnik erfunden und zusammengestellt. Links zu diesem Kanal und zu dieser Technik direkt zum Technikvideo auf Englisch verlinke ich euch hier unten drunter. Könnt ihr euch in aller Ruhe da mal antun und tut mir doch einen Gefallen, lasst dem guten Mann ein Abo da. Der hat es echt verdient, ist mein absoluter Mentor. Ja, und ja, ohne den wäre das bei mir einfach noch nicht so weit gekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Es lohnt sich wirklich, diesen Kanal Lucid Dream Portal mal näher anzuschauen und Zeit zu investieren. Also, wir wiederholen. Wenn wir abends ins Bett gehen, legen wir unser Traumtagebuch, unseren Voice Recorder, whatever, griffbereit. Sobald wir erwachen, notieren oder sprechen wir alle unsere Träume auf. Wenn wir dann tagsüber Zeit haben, rufen wir uns den am lebhaftesten im Erinnerung gebliebenen Traum immer wieder ins Bewusstsein zurück und gehen den nochmal wieder durch. Schauen nach Merkwürdigkeiten oder Ungereimtheiten, die uns hätten klar werden lassen können. Das machen wir so oft wie möglich am Tag. Und sollten wir am Tag Situationen begegnen, die auch nur ein klein bisschen, wenn auch nur entfernt, unserem Traum ähneln, machen wir einen Reality-Check. Dann, wenn wir abends zu Bett gehen, lesen wir uns diesen Traum noch einmal durch, um wirklich jedes Detail, was wir aufgeschrieben haben, wieder in Erinnerung zu haben, weil man vergisst natürlich tagsüber gerne mal eine Kleinigkeit. Und wenn wir uns dann abends ins Bett legen und die Augen zumachen, probieren wir diesen Traum zu visualisieren. Mensch, ja, ich bin hier in der Öffentlichkeit, laufen Leute mit rum und so, komme mir gerade noch ein bisschen blöd vor, aber im Endeffekt, ich kenne die nicht, die kennen mich nicht. Also es ist mir auch egal, was sie denken. Sind ja ihre Gedanken, nicht wahr? Also, wir visualisieren diesen Traum beim Einschlafen noch einmal. Das gehen wir 3-4 Mal im Kopf nochmal durch. Und dann sagen wir uns beim Einschlafen, ich werde wachsam und aufmerksam nach traumähnlichen Anzeichen schauen. Das ist so der letzte Gedanke, mit dem wir einschlafen mit dieser Technik. Ich arbeite jetzt seit 2 Wochen mit dieser Technik, Traumtagebuch Reflexionstechnik. Zahlt sich aus, hat 5 Tage gedauert und danach wurden die Träume immer lebhafter, noch lebhafter als vorher schon bei mir. Ja, wie gesagt, Link gibt es unten drunter. Hat dieser Mann absolut verdient. Habe ihn auch extra angeschrieben, ob das okay ist, wenn ich das hier ins Deutsche interpretiere. Schaut euch unbedingt das englische Original nochmal an. Er hat da noch einiges mehr zu sagen, als ich es jetzt könnte. Der Mann ist absolut top, eine Ikone im Klartraumtraining. Daniel Love merken oder The Lucid Guide. Reinschauen, abonnieren, Daumen nach oben, Glocke aktivieren. In diesem Sinne. Und jetzt wäre der Zeitpunkt für einen Reality-Check. Ich wünsche euch einen tollen Abend. Bleibt klar, euer Marco.